Good morning. Ik freue mich für iedereen der hier ist. Ik freue mich, dat das erste Wort, wat ons hier toebrengen deed. Ik freue mich, dat wir alle gerne hier zijn. Dat keiner von uns mag hier zijn. Und ich freue mich nicht bloß für dort, dass wir hier sind. Ich freue mich auch für dort, dass Gott zu uns reden kann. Und wenn wir denken, dass wir leben hier in einer kurzen Zeit und dann ist ein Leben ewig, dann denken wir hier vielleicht meiste von uns, na, wir sind noch jung und das hat noch lange Zeit. Aber das weten wir nicht. Erfahrungen haben gelehrt, dass das nicht unbedingt immer der Case ist, dort was sein. Aber von der sind wir hier und wir sind dankbar und wir können Gott dienen. Als Jacob shared van dat hij bij zijn beinen heeft, mijn gedanken gaan terug, dat zijn nu 10 jaar terug. Is eigenlijk im hospital weer en veel roden en beden en God vertrouwen. En wat van daar, we kunnen zeggen dat hij heeft naar ons gehoord. En zo beleven we meer dingen wo we antwoorden en God hoort niet op wat we vertrouwen doen. Want voor dokters ook een weg of de andere weg. Dat der eine oder der andere war checken dann. Aber trotzdem weit wir dort, dass einer Lothar, dann war wir hier doch von der Seite war. Und so von der an sind wir hier taub. Und ich würde gleich bloß einmal von Gott seine Leib zu predigen. Ich würde gleich bloß vertellen, wo er sich freut, uns einmal zu raten. Und von der Seite würde ich gleich zu reden. Aber ich weiß, dass wir alle Menschen sind und wir sind mit einer Natur angefällt, was uns manchmal will deceiven oder will uns durchleiten von dem, was Gott sein Willen ist. Und von dem war es vielleicht, ich wünsche, es wird nicht sich total negativ hören, aber wir wollen ein bisschen von der Seite, von der Nenntchen, was lebt an uns. Und ich habe die Botschaft getitelt, was ist meine Abgabe? Und wat zijn eigenlijk als een mens geneigd te doen? Wat is mijn opgave en wat zijn eigenlijk als een mens geneigd te doen? We alle zijn geboren met een zinnelijke natuur, of met een körper wat verlangen en verlangen is dat wat heeft als wat God wil gevallen. En we kunnen dat lezen dat God dat Christus dat zei, dat de mens is van zijn jugend af geneigd daarmee te doen. No, is de Moses no. En zo, we alle worden verder beweegt wat te doen. We alle feilen ons manchmal sowieso wat voor God doen. We alle feilen zo dat, wanneer ik bloß hier zit, of wanneer ik niet doe, wat God dan tevreden zijn met mij. We feilen zo, ik zal something voor God doen. Ik zal niet bloß stil zitten blijven. En wanneer we dat ding wat feilen, ik geloof niet dat dat erg is. Ik geloof dat is wat God ons bewegen wil te doen. Maar ik geloof, we worden dat ook allemaal beleefd hebben, dat met dem dat we feilen, dat we zullen wat doen, dat op een eerste wanneer we dat eens gedaan hebben, dan voelen we zo, oh, ik heb het ergste ding gedaan. Ik heb het niet gekregen, en ik heb het niet kunnen uitbrengen wat ik wil uitbrengen. Ik heb het niet kunnen zo doen, als mir het om hart liggen deed. En wat doe ik dan? Zijn discouraged, zijn aanmoedig, zeg ik, dat helpt alle niet aan. En wat passiert dan met mij? We willen ons vandaag mal een klein beetje in kein zijn Lehren stellen en horchen, wo hij het mögt, dan willen we het niet zo doen. In Genesis 4 vers 3, dit wo Kain en Abel, da werden die erste beiden Brüder auf der Welt, wo sie sich einig waren, was zu tun. Genesis 4 vers 3 sagt, dann kam ein Tag, wo Kain den Herrn eine Gabe und ein Opfer brach. Er brach was von dort, was er auf das Land getragen hat. So er hat gute Ernte gekriegt und weil er so, ich soll something tun. Gott hat gesagt, ich soll something tun. Als zijn Bruder dat zit, sagt Abel brach ook eine Gabe für den Herrn als ein Opfer. Hij bracht het Pasterstek van een eerstgeborene lam van zijn Heer. En dan zegt het dit. De Herr kijkt naar Abel en hem gefällt dat Opfer, wat hij geeft. Aber Kain en zijn Opfer gefällt aan niet. Dan steeg Kain de oor aan en aanbedreigt de ganze Sache.
So kein Funk mit dit an. Am legt das an, ich soll was tun. Ich kann nicht bloß still sein, wenn Gott mich so gesegnet hat. Ich kann nicht bloß still sein und das alles allein lassen. Ich soll something tun. Und er fängt damit an und sein Bruder, wir führt mit an, okay, let's do it. Wir haben was tun. Gott gefällt das, was Abel tut, aber am gefällt das nicht, was Kain tut. Und hier können wir uns an die einige Gedanken merken, wo so viel zu wollen, und wir wissen nicht, was die Ursache dahinter gewesen ist. Als Kain hat Samuel was gehört, was er hat versucht zu bedeuten mit dem, was er will tun, was das weiß wir nicht. Aber dann in Vers 6, da sagt es, dann seht der Herr zu Kain, woran sticht die so die Eier an? Und woran bist du so bedrängt? Was geht an? Mir gefällt das nicht, was du hier tun hast. Du hast hier was tun, was nicht reich geschafft hast. Aber warum eierst du die? Dann in Vers 7 sagt es, wenn du was Gutes für hast, wirst du doch angenommen werden. Angenommen sein. So, das, was Abel Kain hier tut, wie nicht gut, aber Gott sagt zu Kain, wenn du was Gutes für hast, dann wirst du werden doch angenommen werden. Das Ding, was du tun hast, das ist nicht so, das soll sein. Aber wenn du was Gutes für hast und du wirst Fähre streben, und dort zu siegen, und dort zu tun, dann wirst du angenommen werden. Das meint nicht, dass du kurz verloren bist oder verdammt bist, wenn das Ding nicht reich ist, was du getan hast. Das wird nicht das, was du soll getan werden. Das ist nicht so, das soll getan werden. Aber woran eierst du die dann? Woran bleibst du nicht geduldig? Was ist mit dir passiert? Woran legst du doll im Bedreck, wenn das nicht geschafft hat? Er sagt, wenn du was Gutes für hast, wirst du werden danach angenommen sein. Aber wenn du nicht Gutes für hast, dann lügt es Sinn noch eine Gelegenheit bei dir und hat ein Verlangen nach dir. Check mal, was das sagt. Das sagt erstlich, wenn du Gutes für hast, du wirst du angenommen sein, wenn das Ding nicht so wie es das soll sein. Aber wenn du nicht Gott für hast und du das nicht ansehen kannst, dass das arg ist, und du nicht willig bist, zu gehen und zu erkennen und Dinge zu ändern, dann lügt es Sinn oder die nächste Gelegenheit bei dir, die sagen, wo zu bringen. Und das sagen, der Sinn hat ein Verlangen nur die. So hat der Sinn ein Verlangen in uns. Wir sind in diese sintelige Natur geboren, der ist immer mit uns, der hat immer mit uns. Und so, der hat das auf einmal die Power, wenn ich nicht willig sein, zu gehen und zu sagen, das, was ich da tue, das, was mir da passiert ist, das ist arg. Sorry, das hat ich so anders getan haben. Wenn wir dort nicht kennen, so ist kein dort nicht können, dort vier am zu der nächsten sind und wir wissen, dass das heute ein Mörder. Aber Gott sagt, wenn du was Gutes für hast, dann wirst du dir doch angenommen sein. Wenn das nicht so ist, als das wird han so. Das, was hier passiert, ist nicht reich. Das wird nicht gut. Nun musst du nur sein, dass du nicht von der Sinn mitgeritten wirst. Wir alle haben diese sintelige Natur und vielmals ein Verlangen. Wenn es nicht ein Verlangen dort zu tun, aber das dreht an uns ab. Oh, das sitzt Schmack, oder das sitzt sich angekriegt, oder was immer das ist. Und dann, wenn wir mit angewickelt worden, dann nachher fallen wir miserablich in Armut. Wenn wir abgehoben sind, was wir gut kennen, oder was uns schön gehen, und uns das jankert immer weiter zu tun, wenn wir sagen, dass wir haben something anderes getan, dann sind wir wirklich, hey, was will ich das nächste Mal tun, dass das was besser schaffen, oder das was reich sein, oder das was können sehen sein. Was ist something, dass ich nicht so viel, dass ich soll actually was tun, aber mir jankert das so nicht. Was passiert, wenn ich dann das was anderes getan? Dann will ich so sein, als kein. Dahl, verdrießlich, bedrängt, was da nicht, habe ich alle nicht angeholt. Oder wenn uns dann zusammen noch sogar ein bisschen lachen würde, dann würden wir sagen, dass das alle nicht. Woran, was passiert, ohne Kinder zu fehlen. Dat je junge Männer, dat je ältere Männer, frühes, Miales,
Die haben Dinge getan. Het heeft niet geflasht wat ze han wollt, of wat ze gedacht haben, wat ze han sollt. Und nur dort haben sie sich vom Glauben bloß sein das hauptsächlich. Wenn du was Gutes für hast, wirst du doch angenommen sein, wenn du denkst, das mal nicht geschafft hast. Wenn du da auch hast einen Fehler gemacht. In Lukas 11, Vers 9, das ist, wo Jesus reden wird. Und er merkt uns aufmerksam, was uns abgeht ist. Und er sagt, Luke 11, Vers 9, sagt es, und so sei ich zu jünd, Frecht und jünd, was die je waren. Das sagt, das erste sagt Frau, und okay, dann war ihr schreien. Aber dann sagt er wieder, seht, und die waren fäng. Und dann sagt er, wenn das nicht zurück, dann klappt an, und der Wort jünd aufgemerkt worden. So drei Möglichkeiten. Frau, Segen, und wenn das nicht schafft, dann mal anklappen. Was kommt da? Was soll ich da? Wenn wir den Weg wollen sagen, wir wollen Frauen, und nicht für was durch sein, aber wir wollen Segen, und wir wollen das nicht für das Fing, wir wollen anklappen, dann auf einmal sagt er, und das Wort jünd gegeben worden, jünd Wort aufgemerkt worden. Und das sagt jedes Mal, Frech und jünd Wort gegeben, Segen und die Worten fing, klappt an und jünd Wort aufgemerkt worden. Und so, wenn wir denken, was nicht geschafft haben, wir sind kalt gekommen, wir haben Fehler gemerkt, wir gehen nicht rein, dann kriegt das, was wir nicht tun. Jesus hat uns Mutter sprechen, wenn das something ist, dann fragt er nur, wenn ihr something anlegt, wir fühlen, dass wir sollen was tun, wir fühlen, dass der Licht abgeht für uns, was wir sollen tun, und wir wissen aber nicht kriegen, wo der anzufußen, oder wo zu tun, dann sagt es Frauen, Segen, und anklappen, was wir sein, dass wir wissen, was wir können tun, oder was Gott sein Willen für uns ist. Und wenn wir ein Denken tun haben, das nicht reich ist, nicht geschafft haben, dann sollen wir nicht abgeben und sagen, nu ist es der, das halt nicht eine wenig. No. Frauen und Segen. Gott will wissen, als wir das ernst meinen. James sagt, dass wir sometimes auch eine rechte Einstellung Frauen tun. Wir Frauen, wir beten und wollen dort, was Gott ist, aber manchmal haben wir eine rechte Einstellung an uns, dazu wenn Gott uns dort nicht geben kann. Als Jesus auf eine andere Gelegenheit viele Menschen geheilt hat, wie ein großes Fast gewesen und die Menschen waren alle taub. Menschen haben viel gelehrt und gehört und gesund geworden und wir können uns feststellen, wenn Menschen gesund geworden sind und viele Sonne sind, eine große Gruppe Menschen, da wurden sie verteilt haben, ich fühle mich aber fein. Ich freue mich, dass ich diesen Teacher haben können anhören, oder dass er mich angeschaut hat, das hat aber so schön gegangen von dir. Aber dann auf einmal steht da eine Art frei. How about Hängewaschen für ihn eten? Ist das wichtig? Mal ganz andere Thema. Der merkt something besieht von dort, was der Thema du hast, versucht mal something von einer anderen Seite anzukicken. Oder, kijk mal, das ist so möglich, aber kijk mal dort und dort tun sie nicht. Oder whatever sie Frau wir. Dann sage ich, oh, das ist überhaupt ein Problem, manche Menschen. Hängewaschen für dem Eten, das ist ein Problem. Was hat Jesus dann gesagt? Hey Menschen, kommt noch mal einmal alle drei, ich habe noch ein Ding zu sagen. Mark 7, Vers 14. Das ist so, wo jemand vielmals mit rumdrehen und die weiß nicht, wo das ist. Haben mich beobachtet und haben meine Jünger beobachtet. Und das merkt ein Abrühr und dann sagt Jesus in Mark 7, Vers 14, hört mal alle an mich und versteht das. Du hast nicht, was ein Mensch veranreinigt, das von Böden in Arm kommt. Ein Mensch, was von dort anrennt, wird aus Arm rüberkommt. Wer Ohren hat zum Horchen, den Lot horchen. So, nu kan je waar gaan. Dat is wat Jezus te zeggen.
was ein Mensch nennt, merkt nicht rein, aber dort, was hier Bänden ist. Kein, der wir anmutig will, dort nicht geschafft hat, was er getan hat. Wenn es dort nicht reich geschafft hat, haben wir anmutig, haben wir da, Leute nicht, dass er nur lassen können. Er hält das fast, ich sage, arg in dit, du weißt, was wir tun. Und er steht nur lassen. Jesus sagt, und als er dann so wiedergeht, Jesus hat gesagt, nicht dort mal horchen, was er Kind gesagt hat. Die haben Ohren, nun nehmt das mal an. Dort war meine Hand schwingt, als von Schmerz von Mechanik sein, und ich nehme ein Brot und stappt das in Müll, damit es mein Körper noch nicht anrennen, aus der Verhe wie wir schmutzig kennen. Jesus sagt, dort ist nicht, was der Arm merkt, aber das Hort fallen an Ruhe. Das Hort hat viel Dinge an sich. Und dann, als du wieder gehst, eine Frau und die Jünger, was meinst du mit dort? Was hat Jesus, oh, okay, ich kann dir das so bitte erklären. Sagt Jesus es dort? No, er sagt nicht es dort. Was? Sei ihr auch noch so stark? Kann ihr das noch nicht verstehen, was das meint? Und ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, manchmal an jetzt uns das auch so, wir wissen nicht, was das meint. Und ich glaube, Jesus würde nach uns kicken und sagen, was? All für Jahren hast du die als mein Kind bekannt und du weißt nicht, was das ist? Du weißt nicht, was das meint? Das ist halt die Jünger und die erste Frau nicht. Aber dann in Vers 19 sagt er, dat jetzt nicht im Hort nennen, aber in der Meer und dann uit den Körper rüt. Damit sagt Jesus, dass alles eten wir rein. Was das Eten anbelangt, dort ist nicht der Point. Dort ist für den Körper, dort ist für diese Zeit, dort ist nicht der Point, dort ist nicht das Wichtigste. Aber dann fängt er an in Vers 20. Er sagt noch wieder, was uit ein Mensch rütkommt, merkt am anderen. Das bedeutet klar, was rütkommt, das wird andere merken. Und dann sagt er, willst von Bernen durch den Mensch sehen, hart kommen. Und das erste sagt er, Gedanken. Das erste sagt er, die Gedanken sind manchmal nicht über sein. Und dort, wo wir uns manchmal nicht kontrollieren können, dort, wo wir uns manchmal nicht beherrschen können über Dinge, wenn die nicht sind reich gegangen, so als wir gedacht haben oder geplant haben. Er sagt, da kommen schlechte Gedanken. Dann sagt er, fleischlich, Hürerie, Stehlsucht, Mord. Und all das, no, aber da habe ich nichts mehr zu tun. Weil was treten an sie Gedanken? Jesus sagt ganz erst, du sind nicht gute Gedanken. Und manchmal versuchen wir uns reich zu vorgehen und sagen, naja, ich habe mich bekehrt, das ist nun nicht mehr mein Problem. Das Fleisch habe ich immer noch bei uns. Das Fleisch ist immer noch dasselbe, was das vorher wie aus das noch in den Sinn leben tut. Nun darf ich nicht mehr nur den Sinn nur leben. Aber Jesus sagt hier, was ein Mensch rütkommen wird, was ein Mensch von sich selbst ist, ohne Jesus, dort ist, der hat nicht gute Gedanken. Der lässt sich nicht in gute Gedanken drehen. Wie dort ist, was ein Mensch von einem Mensch aus sich selbst ist. Stehlen, na dort tun wir auch nicht. Aber wir geben vielleicht nicht alles, was wir würden kennen oder so. Und so geht er an, Dietz, Schlagsein, Schifterie, Las, Aufgangs, Lastern, Stahl und alle Dummheiten. All das Schlechte kommt von Bernen und veranreinigt ein Mensch. Und so, wir haben gelehrt und wir haben gelesen, das tun die Weltmenschen. Oh, jo, wir denken drei, und jetzt, dann ist eigentlich noch nicht bekehrt, wie dann habe ich einen Teil von diesen Dingen getan. Vielmals drehen unsere Gedanken noch durch in dieselbe Lane, und wir wollen nicht an, wo wir wollen mitgereden, und so ist kein Teil. Er wird von seiner alle Natur mitgereden, und dass wir Jungs, was wollen Gott tun. Sie wollen was für Gott tun. Aber sie werden nicht angeworden, können wir nicht angeworden, dass sie die Gedanken haben, mitgereden, wo er nicht will sein, oder wo er nicht soll sein. Und dort wird uns passieren, wo der Teufel an uns für sich abzuweichen. Und dann auf einmal sind wir wohin geraten, wo wir nicht haben wollen sein, und dann hält gerne wir alle nicht an. Das meint ihr alle nicht. Dort, was ihr tut, Jana, das meint ihr alle nicht. Wir verjäten, dass wir sind von Gott weichgekommen. Wir verjäten, dass wir nicht sind, träge Gott und sagen, sorry, ich habe Ding arg getan. Wir bleiben in unseren Gedanken und drehen uns voran und nehmen uns voran, wo wir nachher uns nicht mehr verstehen können. Gott sagt zu Kain, wenn du was Gutes für hast, dann wirst du doch angenommen sein.
Wann mir auch was Schlechtes passiert ist. Aber wenn ich das Gott verhalte und meine Gedanken klar für sich allein zu kommen, dass ich gebe mich nicht auf mit schlechten Gedanken, ich lade nicht in meinen Kopf drehen, dann sagt er, du bist wen angenommen. Wann dir das auch passiert ist. Aber das bedeutet so viel, dass wir wollen ehrlich sein, gehen sorry zu sein, für die, wo wir sind, gegangen, wo wir haben getan. Und Markus sagt es ganz klar, was ein Mensch seine Hort wohnt, das von einem Mensch aus sich selbst. Das sind nicht gute Gedanken. Dort ist, wie ein Mensch ist. Aber wenn wir in Jesus leben, dann können wir das überwinden. Dann brauchen wir nicht dabei bleiben. Dann wird uns vielleicht noch mal so, naja, ich kann das lange nicht alle verstehen, was in der Bibel geschrieben ist. Und ich glaube, dass wir das nicht alle kennen. Da werden mal 2 Männer, die Sorten Tauben vertalen verschiedene. Einer wie ein Gläubiger und einer, der wusste ich nicht mehr, wie ein bisschen ein Hof, will in seiner feiner Mann sein. Und vertalen verschiedene Städte. Und auf einmal sagt das einer, naja, ich kann auch bloß nichts von der Bibel verstehen. Dann fragt das Gläubiger den, wirklich nichts? Nur, das merkt alle nicht Sens. Das Gläubiger Mann blättert in der Bibel und hält den Schrift steht an in 2. Mose 20, Vers 14 und sagt, du sollst nicht Hebräer. Kannst du das verstehen oder nicht? Und der Mann bleibt bestellt, das haben wir bekannt davon, dass er nicht treu wird. So, was passiert in uns, wenn wir wissen, dass wir in einem Ding nicht treu sind oder nicht aufrichtig sind und wir fangen an, die Bibel zu lesen und das fängt an, zu uns zu reden und wir nicht ehrlich sind, zu anderen als sorry zu sein für dort, wo wir gewesen sind, dann bedeutet das für uns, oder dann fallen wir so, ich kann Credo nicht rühren. Aber wenn wir würden ehrlich sein und gehen und das Ding abfixen, was wir wissen, was ich verstehen kann, wir wollen ein bei ein anfangen und wir wollen dort down. Die Bibel sagt zu mir, du sollst nicht die Eure. Da los wie du, was Gott sagt, woran euer steht, das schafft nicht. Und wir wollen gehen in Deal mit dort Ding, dann auf einmal, wo wir verstehen, dort meint, das einen Kampf abnehmen, von dort loszukommen, dass ich nicht mehr Brück in dieser Natur leben, oder in diesen Euer. Und dann auf einmal, wenn wir wollen, in der nächsten Stelle lesen, du sollst nicht diese Sorte Gedanken haben, oh, dann war ich ehrlich sein in meinem Leben, du wollt mir zu tun. Und dann auf einmal, dann wird mir doch mehr wird sein, wenn ich dort lesen, hey, du sollst reine Gedanken haben. Oh, dann sind ich ehrlich, trete bei ihnen, frage mich, wo wird wirklich der letzte Teil mit meinen Gedanken leben? Erste Wort, wo ich soll was mit tun. Erste Wort, was Gott nicht gefallen hat. Und wenn ich ehrlich sein, du was mit zu tun, dann wird das anfangen, Freude zu geben und das wird zu lesen und dann wird ich anfangen zu fallen. Ich habe mit einem heiligen Gott zu tun. Das wird Gottes als die Beschrift betätigt mich von einem heiligen Gott. Und ich will am Leben, ich will noch mal in der Ewigkeit bei ihm sein. Dann auf einmal fängt das an, mir ein Verlangen zu geben, in der Stadt zu sein, ich kriege nicht rüt. Sicher werden Dinge sein in der Bibel, wo wir nicht kriegen wollten, Worte von der und kriegen uns wird sein. Aber wenn wir wollen, die Dinge, was wir verstehen können, wir wollen, du was mit tun, wir wollen das Leuten an uns schaffen, dann wird das mehr wird worden zu uns. Und dann wollen wir uns dazu freuen, wenn wir das Wort lesen können. Aus dem Fall Israel 3 Monate ab dem Weg, wir von Ägypten rüt, nur ab Kanaan und kämen sie bei dem Boy Sinai. Und Gott hat das Volk auf verschiedene Wege gelehrt und verschiedene ist das gewesen. Und hier kommt der Patur, dass Gott sagt, ich will mal selbst zu dem Volk reden. Gut, der Batrand an dem Boy kommt alle daheim. Und 3 Tage wieder, wir können alle Reide fahren, wir können rein. Und dann kommt nur dem Boy und dann will ich zu reden. Dass ihr selbst hören kann, dass ich zu reden darf. Das Volk reinigt sich und mögt sich rein. Und der 3. Tag, als das anfangen, das war dunkel, es wieder dunkel bei dem Boy. Und dann sind sie alle bei der Versammlungszelt auf und merken sich rein. Und auf einmal dann sagt Moses, okay, kommt, nu werden wir nur den Boy gehen. Volk geht alle Moses hängen an dem Boy und das fängt an zu rummeln. In 2. Mose 20, Vers 18, und sagt es, als das dann so rummelt und blitzt und die Person bloß und der Boy riecht, dann zitterten die Menschen alle und hielten sich treu von Gott.
Sie wären da alle ran und das Reich und Gott verteilt an die 10 Geboten. Hij dat zelfs in zijn. Dit zijn mijn geboten. Je zal niet andere Götter aanbeten als mij. Je zal niet dit, je zal niet dat meer. En zo ging de reden lang. Je zal niet jankeren laten. En als God dit alle te eind gezegd had, en dan in 19 vers, zegt het, en zij zeiden te Moses, red du met ons. Wir wollen al horchen. Aber laat Gott nicht so zu uns reden. Anders kommen wir an. Gott redet zu ihnen. So, wenn die Bibel zu mir reden wird, und mir das Wort anfangen weiter zu tun, ich mich was schämen, dass ich das nicht besser gemerkt habe in meinem Leben. Dann auf einmal, als die Frau, weil ich nu habe, da plus ein Mensch mir das so mit einfacher Durchleihen, oder mir proben zu trösten, oder mir proben sein. Und es ist nicht so wichtig, als von Gott mir das selbst sein wird. Die Menschen sagen hier, Moses, red du bloß zu uns. Du hast nicht so eine hohe Stimme, als Gott hat. Weißt du, wenn wir anfangen, den was zu sagen, laut lieber Menschen uns versuchen, Dinge zu erklären, als selbst nur Gott sein Wort segnen und forschen, dann auf einmal, dann wird uns das so gehen als kein. Oder dann wird uns das so, dass wir nicht klar wissen, was ist mein nächster Step. Oder woran kann ich das nicht verstehen, was Gott sein Wort reden wird. Oder woran meint das nicht zu mir. Will es nicht ehrlich sein, was mit zu tun. Das Volk, das hat Angst, weil Gott reden wird. Und ich glaube, wenn wir die Bibel lesen und wir wollen frei für uns selbst, da wird uns auch manchmal Angst vor. Warum sind ich so oder so viel Fehler gemacht? Oder warum habe ich das Ding getan? Oder warum habe ich mich nicht alle gekümmert, das Ding recht zu stellen? Warum bleibe ich hier, wo ich bin? Gott will zu uns reden. Und wenn Gott zu uns reden wird, hat er uns auch Kraft, dass wir wollen können, Dinge in Ordnung stellen. Und dann in der 20. Vers, dann sagt Moses zu das Volk, warum habt ihr Angst? Gott kommt an jeden aufzuproben, ob die dort auch ernst meinen, mit dort, dass die meine Kinder sind. Dass wir wieder uns wollen am Herzen, dass wir wollen ehrlich sein, sehen wollen zu tun. Wir sind das so gewarnt, von klein an, dass wir haben die Bibel, wir haben Gott sein Wort an uns. Wir lesen dort manchmal. Und wir schlucken dabei an und wollen nicht an, was das wirklich meint. Und wenn wir würden wirklich sagen, was von ein heiliger Gott ist, was uns will nur sich haben, wenn wir diese Zeit hier durch sind, wir würden mehr Zeit spenden, und uns wirklich zu beprüfen und zu reinigen, da wird uns mehr wird wollen, wie es ich weiß, ich will nicht kennen, mit belodenem Gewissen oder mit unrechten Dingen an begegnen. Ich will nicht kennen bestehen. Dat braucht dat ik mij wat reinigen laten. Gott will. Hij zegt, wenn du wat Gutes für hast, ich will die annehmen. Du wirst am besten angenommen. Das ist nicht, wenn du hast einen Fehler gemerkt, dass dann fürs alles ut ist. Aber das meint, du wirst du machen, was mit tun. Kein deute nicht, was mit, und was wartet, und Mörder, und er muss verloren, und was alles braucht das mit sich. Und dort ist, wo wir manchmal nennen, wir sind nicht wirklich fürs die Hand zu gehen und uns zu ändern. Wir sind nicht wirklich fürs Ende zu geben, ich sind Arbeit. Und das führt uns wohin, wo wir bloß noch miserabel geworden sind. Wo wer ihm passiert hat. Wenn Jesus sagt, was von einem Mensch rüberkommt, dort ist nicht Geld. Dort muss beherrscht werden, dort muss von Jesus angelegt sein, dort kann Geld sein. Wenn er sagt, da kommen schlechte Gedanken mit uns zurück. Und wenn dort nicht mehr Kontrolle ist, dass der uns Doll bringt. Und wenn dort uns Doll bringt, dann meint das alle nicht mehr, als sei viel. Romans 3, Vers 23 sagt, dass wir alle sind Gott in die Gnade gekommen. Wir alle sind schuldig für Gott. Das ist keiner, was der Gott ist. Und nicht einer. Wir alle haben Dinge mit uns gehabt, oder was uns geboren haben, oder was badern tun. Nicht mit mir ein Bild. Excuse me. Wenn uns dort, was wir im Hort haben, muss sein, das ist an der Wand angeschrieben. Jeder einer, was nennt, kommt, sitzt dort. Das sagt, du sind schlechte Gedanken, und so geht die Rede lang, was wir in Galatians 5 lesen können. Und so würden sein, da steht der Nomen, und der Unjas, das kriegt, wo den sie Gedanken sind, was die in düsteren Verstärken haben, was die persönlich ist, wenn der kein Raum ist, und all dort. Und dort würde klar angeschrieben sein, und dann würden wir weiten, jeder einer, was da nennt, kommt, der sieht, kriegt, was er ist. Men uns wird Angst vor, uns wird aber sehr anmachlich zu Mut sein. Aber dann, ich habe uns ein anderes Bild merken
2 Corinthians 5, Vers 17 sagt es, wer in Christus ist, der ist ein neuer Mensch. All dort, was er vorher war, ist nicht mehr, aber er ist was nicht geworden. So ein anderer wird sagen, dort, wo du wir stellen du einen neuen Job für, keiner kann mehr sagen, wo du hängen ist. Solange wir uns mit dem neuen Ding beschäftigen, dort wird nie bleiben, uns wird viel wert sein, da wird uns nicht neugierig sein, mal checken, wo der Hänger steht, wo der Hänger wird. Da wollen wir nicht wählen. Weil es das ugly, ekel. Aber wenn uns das nie auf einmal nicht mehr so sehr viel wert ist, wie wundern, was ist das wirklich, woran ist das so, das kriegt es, wenn wir den Job anfangen, ängstlich aufzurutschen, und anfangen an zu checken, der Hänger, was ist du? Was wir du? Was treibt mich dann so? Oder was wir, was da hängen wir? So, wir würden gleich in der Job der Fährte haben, dass kein anderer das soll sein, aber wir selbst würden immer weiter gehen, der hängen hier. Und dort ist es, was bei uns manchmal schaffen will. Und das sagt, die Gedanken machen in Kontrolle gebracht. Und ich wünsche, dass wir das können, mit Frieden, das neue Job in Ordnung holen und voll fliehen mit dort, was Gott sein Willen von uns Leben ist. Und wenn wir auf einmal sagen, wir haben einen Fehler gemacht, wir sind vor Ort gegangen, wir haben Dinge getan, was Gott nicht gefallen hat, dann werden wir nicht bloß der Job eigentlich wegrutschen, klettern auf den Hänger und das noch so hoch feststecken und dann das nie dort, wenn ihr wird, was wie so steht, über Schrutz oder was immer. No, weil wir dort klarstellen und weil wir versuchen, dort, was nie ist, an Jesus Christus, dort nicht zu holen und dort zu flehen, weil wenn wir was Gutes für haben, dann wollen wir angenommen sein, wenn wir nicht vollkommen sind. Wenn wir nicht vollkommen sind, aber wenn wir Gutes für haben, dann wollen wir angenommen werden. Und wenn wir aber nicht Gutes für haben und wir spielen mit Sinn, wir spielen mit anderen angereichten Dingen, das wird uns nicht durchlaufen, wo wir von der würden sein und sagen, nein, das hat noch Zeit, aber morgen oder übermorgen oder ab Jahr, ich bin noch jung, das hat noch Zeit. No, das wird uns nicht durchlaufen. Das wird uns Däuper bringen und das wird so sein, dass wenn wir dort nie einen Shop anfangen, du Weich zu nehmen und das fängt alle an, zu kommen und zu sein, was du vorher alle gewohnt hast. Und möchte Gott uns Weisheit geben, dass wir ein Verlangen haben an sein Wort. Und wenn wir mit diesen alten Dingen spielen und dann uns tachlauten, das merkt uns missrüblich. Das merkt uns dollfallen, das merkt uns nüschig fallen. Das merkt uns so fallen, das hält auch alle nicht an. Jesus sagt, kommt alle an mich. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir noch mal irgendwo kalt kommen. Ich will nur nicht sagen, dass es gut, wenn wir sind, genau. Das ist nicht, was ich sagen will. Aber ich glaube, das ist gut, wenn wir noch mal wo anwären, dass wir kalt kommen. Wir wissen nicht, wir können stolz werden mit dort, was wir alles weiten und gelehrt haben und nach einmal getan haben. Wo ernst nehmen wir dort, wenn wir sind vor kalt gekommen? Jesus sagt, kommt alle an mich, die in schwere Lasten gehen und bedrängt und Meid sind. Ich will ihnen Ruhe geben. Das ist nicht neidig, dass wir dürfen an dieser Last bleiben. Wir weiten die Hand in jene, der versucht, uns durchzubringen, so sei als er kann. Er versucht, uns Gedanken abzuwickeln. Er versucht, uns von dem Wort Gottes wegzuholen. So sei als er kann. Er will nicht, dass in dieser verstehen kann, was hier bin ist. Er will nicht, dass in dieser eine große Freiheit haben, an der Bibel lesen. Das will er gut. Bis dann kann er nicht mit uns schaffen. Bis dann beschäftigen wir uns mit dem neuen Job. Wir sind beschäftigt mit den Abgaben, was Gott uns geben wird. Sicher, wo wir nicht alles reich ausführen können. Sicher, wo was sein, was wir nicht reich ausführen sollen, wie wir wollen. Aber wir wollen immer weiter durchstehen. Wir wollen was Gutes für haben. Und wir wollen weiten, dass wir angenommen sind wie Gott. Wir wollen uns nicht durch ein Bedrängen lassen, so als kein Deut und zu Gott lassen, gegen Schluss den Bruder dort. Leicht jünt mein Joch ab, ein Lied von mir. Leicht jünt mein Joch ab, ein Lied von mir. Wir weiten nicht alles. Wir haben nicht alles unter Kontrolle. Wir kennen nicht alles. Aber Lied von mir, sagt Jesus. Und dann sagt er, willst ich sie sanftmütig und von Horten demütig und die wollen Rüfen für ihre Säulen. Und was geht uns da? Geht uns dort an der Rüfe unserer Säulen? Sind wir zufrieden mit Angerechtigkeit an unserer Säule Tag zu loben? Können wir ruhig schlucken, wenn wir dort den Tag loben?
Vers 30 sagt er, willst mein Joch trägt nicht, meine Los als leicht. Wir alle haben das al beleefd. Dat ik ga aardig doen, mis het zeer aanmakkelijk en ik weet niet wat ik ermee zal doen. Ik wil me niet te wem ervan te reden. Wil ik schämen te zijn, wat te denken. En te dem wem ik wil gleich van te reden, der hat vielleicht dezelfde gevoel en wil ik vrijen, wanneer we weer aanvangen te reden. Jezus zegt, kom naar mij. Jezus zegt in Luke 11, vers 9, ziet. Er wordt niet helemaal alle bloß klar, voor het te zijn. Er wordt niet alle bloß zijn klar, daar hangt het en gewoon nemen en dan haakt het. No, dat wordt manchmal mijn zegen, dat wordt mijn forschen en vrede. Wo is dat? Wat braucht dat ik te deze ware vrede komen kan? Wat fehlt dat? Wo zijn ik kaart? God wil dat we in vrede leven kunnen. God wil dat we een gezegend volk zijn. Dat is zijn verlangen. Hij wil niet dat we zijn bedreigd en ons met zware lasten ramgaan en niet weten waar we blijven zijn. Hij heeft alles gedaan wat het braucht, omdat we gelukkige mensen zijn. En ik geloof, we zijn de meeste van ons zijn. En ik wens dat wanneer irgendwer niet klaar is, en irgendwer weet dat er dingen zijn im leven wat er niet zo zullen zijn, mag Gott genoeg en Kraft geben, dass wir nicht durchs Wiedergehen so stehen. Wisst das nicht Gott sein Plan? Aber wir alle haben diese sintelige Natur mit uns, der uns manchmal irgendwo hinführt, wo wir nicht wollen sein. Und wenn wir Gott seine Stimme hier geben, und Armloten zu uns reden, wenn wir abstehen und beten, wird passend ist. Vater im Himmel, wir kommen vor dir. Wir danken dir, dass du nicht einmal bloß hast, leibtulich zu uns geredet, aber du meinst es sehr gut. Herr, wir sind dankbar dafür. Wir freuen ganz besonders, Vater, dass du dein Wort zu uns so offenbaren, dass das erste, wir wollen die Kraft haben, ans Terrain, so es in 1. John sein wird. Dass wir wollen können, rein und heilig für dich leben. Dass du uns was brauchen. Und wenn du uns brauchen, wissen wir Fehler mehr, dass wir nicht wollen, du liegen bleiben und anmutig sein und sein, das hält nicht an. Aber dass wir wollen, wirklich sein, abstehen und zu erkennen und frisch Mutfutten und frisch anfangen. Vorher wirst du dein Wort sehen und uns von dir und uns Anleitungen geben, wo zu leben. In Jesus' Namen. Amen.